Und hier an der Seite seht ihr, steht Hair Cream, also es ist irgendwie wohl eine cremigere Pomade. Schaut jetzt in den Händen tatsächlich ein bisschen cremig aus, lässt sich wunderbar nach hinten slicken. Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Pomade-Review hier auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und sitze wie immer in unserem Otto Brunner Showroom. Und ich habe heute die Ehre, mal wieder ein Review für euch zu machen, und zwar von einer DAX-Pomade. Ihr habt sie ja gerade schon gesehen, und zwar ist das, finde ich, eine, die immer so ein bisschen unter dem Radar mitfliegt. Also ist nicht die erste, wo man, wenn man DAX hört, dran denkt. Da denkt man wahrscheinlich eher an die rote, die feste, oder die blaue, die ganz weiche, oder die orangene, die mittelfeste, die ich übrigens hier oben reviewt habe. Ich mache heute mal die lilane, und tatsächlich ist die auch bei mir mal so ein bisschen unter dem Radar. Ich habe die, glaube ich, ein einziges Mal geschmiert, und das ist schon Jahre her, und ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie denn die so war. Deswegen möchte ich sie heute einmal für euch testen. Ich glaube, von der Festigkeit sind wir hier bei einer weichen bis mittelfesten. Ich muss gleich nochmal, wenn ich sie dann teste, mal nochmal gucken, wie fest die ist, weil hier schon Soft Hold drauf steht. Die Dose ist halt üblich, wie ihr kennt von DAX, so mit einer, einfach mit die farbige Dose mit der Schrift drauf gedruckt. In dem Fall heißt die jetzt Super Neat. Und hier an der Seite seht ihr, steht Hair Cream, also es ist irgendwie wohl eine cremigere Pomade. Wenn man so reinguckt, schaut es eigentlich aus, finde ich, wie eine klassische ölbasierte Pomade. Basiert auch auf Vaseline, also im Grunde eigentlich, würde ich sagen, so ähnlich wie eine weiche klassische Pomade. Und wenn ich hier reingehe, dann fühlt sich es auch genauso an. Sie ist butterweich, sie ist ganz schmierig, zieht so ein bisschen Fäden. Und vom Duft her, finde ich, ist die einfach richtig sehr seifig oder cremig. Also erinnert mich tatsächlich sehr an die berühmte Creme in der blauen Dose. Aber auch so eine gewisse, nicht ganz die Duftnote, sondern auch so ein bisschen was Seifiges noch mit dabei. Also schön modern und frisch. Bevor ich mir jetzt aber die Pomade in die Haare mache, mache ich mir natürlich noch Hair Tonic in die Haare. Das habe ich jetzt vergessen. Weil ich bin ein Fan von Pomade ins feuchte Haar einarbeiten. Das klappt bei meinen Haaren einfach besser. Da müsst ihr einfach mal gucken, das ist keine Allround-Empfehlung oder so müsst ihr es machen, das sind ja sowieso unsere Tipps hier nicht. Aber es gibt tatsächlich auch Pomadenutzer, die kommen besser damit klar, wenn sie die Pomade in trockenes Haar reinmachen. Da hatte ich jetzt kürzlich erst einen Kommentar unter einem Video, deswegen möchte ich da erwähnen, dass ihr da einfach vielleicht selber mal ein bisschen rumprobiert, was für euch besser funktioniert. Ich bin mehr so der Fan von feuchten Haaren beim Einarbeiten, sogar ziemlich feuchte Haare brauche ich da meistens, damit sie schön liegen bleiben. Aber es gibt durchaus auch welche, die kommen viel besser damit klar, wenn sie trocken sind. Da müsst ihr einfach ein bisschen selber schauen, wie ihr da am besten klarkommt. So, ich habe jetzt ein schönes Hair Tonic angewendet. Das ist übrigens das Jerry's Hair Tonic, eines meiner Lieblings-Hair Tonics, in dem Fall ohne Öl. Hat einfach einen super geilen, klassischen, dezenten Duft. Und dann gehen wir zurück zur Pomade. Nehme ich mir den Finger wieder raus, den ich gerade eben schon rausgenommen hatte. So. Und dann geht es dann zur Reibung. Es ist tatsächlich... Es ist relativ warm jetzt, und man merkt, glaube ich, auch, dass sich die Pomade hier in dem relativ warmen Raum schon ein bisschen aufgeweicht hat. Die ist schon wirklich sehr weich und schmierig. Schaut jetzt in den Händen tatsächlich ein bisschen cremig aus. Also man sieht so ein bisschen, dass da schon so eine weißliche Schicht auf meinen Händen jetzt ist. Aber dann gehen wir gleich mal damit ins Haar. Und das fühlt sich exakt an wie eine weiche Pomade, so ähnlich wie Mary Superlight oder wie eine... Ja, die blaue DAX ist vielleicht noch ein kleines Stückchen weicher, aber auch ähnlich wie die Black and White Light zum Beispiel. Interessant, da habe ich ein bisschen mehr genommen noch, aber jetzt wird es noch weißer in der Hand. Und im Haar, das sieht tatsächlich aus wie eine Haarcreme, jetzt halt so wenig wie auf der Dose halt auch steht, aber das dürfte gleich wieder weggehen. Wie ihr die Pomade anwendet, müsst ihr eben selber mal ein bisschen schauen, wie ihr die Dosierung macht. Ich meine, nicht jeder muss natürlich da 2 Finger nehmen, so wie ich jetzt. Ich bin halt so extremer Glanzfetischist, deswegen muss da einfach sehr viel weiche Pomade rein. Das müsst ihr natürlich nicht so machen. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch in unserer Pomade-Basiswissen-Reihe mal ein Video über weiche Pomaden angucken, oder ich habe auch schon mal so ein Guide-Video gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. So. Dann kämmen wir mal durch, und das lässt sich wunderbar nach hinten slicken, so wie mit einer weichen Pomade es einfach sein muss. Genau. Und woran erkennt der Pomade-Profi, dass er zu viel Pomade genommen hat? Hieran, an den weißen Rückständen im Kamm. Ist aber kein Problem, das ist einfach die
überschüssige Pomade, die man sich jetzt auskennt. Und die kann man dann einfach vom Kamm wieder runterwischen. So. Ich habe unter einem der letzten Videos, ich glaube vom Alex, letzte Video gelesen, dass einer unserer Zuschauer meine Frisur inzwischen im Vergleich zu früher ein bisschen langweilig findet. Deswegen mache ich extra für dich heute keinen Slick, sondern ich versuche mal wieder eine richtige Tolle zu machen. Ich versuche immer möglichst nicht so eine krasse Kante zu haben, aber das lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden bei meinen Haaren. Da müsst ihr auch selber ein bisschen gucken, wie es mit euren Haaren am besten funktioniert und was euch am besten gefällt natürlich. So, ich glaube, dafür, dass die so weich ist, kriege ich echt eine gute Höhe hin. Jetzt denke ich mal, es ist heute relativ warm draußen. Wenn ich jetzt mich in die Sonne begebe, dann kann es sein, dass die den Tag über nicht so hält. Dann wird sie ein bisschen kleiner, wird ein bisschen zusammensacken in sich. Aber jetzt so für den Winter zum Beispiel oder wenn es einfach ein bisschen kälter draußen ist, wird die eigentlich mega gut sein, glaube ich. Bin tatsächlich ein bisschen überrascht vom Glanz, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Da steht allerdings auch schon auf der Dose drauf, Medium Shine, und dafür, dass die so weich ist, ist die echt vom Glanz her relativ moderat. Wenn ihr das mal anguckt hier, da habe ich schon einen stärkeren Glanz bei so weichen Pomaden gesehen. Ist auch mal ganz cool. Gefällt mir echt gut, also funktioniert echt gut, lässt sich leicht frisieren und kriegt trotzdem mit meiner Haarstruktur eine einigermaßen gute Höhe hin. Glanz ist ja auch mal geil. Eine weiche Pomade für Leute, die nicht so ganz extrem Glanz haben wollen. Natürlich ist was da, ihr habt es gesehen, aber da geht wie gesagt normalerweise noch mehr. Ja, finde ich echt eine ganz geile Pomade. Eigentlich ein bisschen zu Unrecht immer, dass die so unterm Radar ist. Probiert ruhig mal die lilane Dachs aus, wenn ihr weiche Pomaden geil findet oder mit denen gut klarkommt. Kann ich nur empfehlen. Gibt es natürlich bei uns, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war es dann zu diesem Review von dieser eigentlich sehr geilen Pomade. Natürlich wäre es super, wenn ihr abonniert und die Glocke drückt und natürlich der Vorzeige-Pomade-Shop-Fan, der folgt natürlich auch unserer Instagram-Seite und drückt Gefällt mir auf unserer Facebook-Seite und abonniert natürlich unseren Newsletter. Spaß, könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich sage euch nur, diese Möglichkeiten gibt es. Wenn ihr sie wahrnehmen wollt, könnt ihr es machen. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann müsst ihr es natürlich nicht. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Und dann verbleibe ich hier mit einem Auf Wiederschauen und bis zum nächsten Review. Macht's es gut, der Flo. Servus.